Einen wunderschönen guten Nachmittag. Betreiberverwaltung haben wir heute auf dem Plan, wie wir damit umgehen, was wir damit machen können. Ich würde sagen, wir machen das am einfachsten, ganz praktisch an einem Vierfamilienhaus, lässt sich natürlich dann entsprechend weiter aufbohren, kein Problem. Gut, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Wie immer gibt es zwei Möglichkeiten oder mehrere Möglichkeiten, damit umzugehen. Ich zeige mal die zwei entscheidenden und dann kommen wir da ziemlich auf den Punkt, würde ich tippen. So. Ja, muss ich das nochmal darüber ziehen. Ja, das sehe ich. Läuft. So. Klassisch würde man ja hergehen, von links nach rechts arbeiten in Kaminen. Gehen wir mal hin und machen mal den Kölner Weg, machen wir mal da die Sudetenstraße 1a da rein. Straße Eigentümer, einfügen nach aktueller, nach alter Väter-Sitte, wenn F4 anfängt. 1b, nehmen wir mal wieder ein Haus, was mir gehört. Sortiere einen Eigentümer zu. Ja. Ja, meine Tochter. Zack, mach. So. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, Betreiber hinzuzubekommen. Einmal die Möglichkeit, in die Wohnungsverwaltung reinzugehen und auch hier wieder über F4. Gebäudeteil. Erstes OG links. Da sei auch noch mal an die rechte Maustaste, an F2, wie man das auch immer machen möchte, erinnert. Und er geht da dran. Wohnen tut da Peter Mieter. Dies lässt sich hier nicht eintragen, weil dieser Peter Mieter kann ja nur in der Sudetenstraße 1b wohnen. Sollte diese Wohnung einen separaten Eigentümer haben, so wäre der hier einzutragen. Wenn hier ein Eigentümer drin ist, dann würde diese Wohnung nicht der Lea Mannstedt gehören, sondern würde dem Mieter gehören. Dann wäre hier die Mietergemeinschaft oder beziehungsweise die allgemeine Adresse der Liegenschaft drin. Wichtig, wie gesagt, hier, wenn ein separater Eigentümer einen separaten Feuerstättenbescheid bekommen soll, so wäre der hier einzutragen und hier wäre das der Vertreter der Gemeinschaft sozusagen, könnte da erscheinen. Wenn man das Ganze in großem Stil betreibt, dann ist es meistens sehr sinnvoll, hier entsprechend auch die Informationen einzutragen. Erdgeschosslage links, Typ, in meinem Fall wäre das uninteressant, Erdgeschoss links, weil dann kann später in den Plänen in der Raumverwaltung das sauber zusortiert werden und könnte dann entsprechend auch so eine Art Zettel für das Haus machen, wo ganz genau drin steht, welche Wohnung und so aufgeteilt nach links, rechts, Mitte und so weiter, wird das später rauskommen. Zeige ich mal am Ende.
Jetzt könnte ich hier weitermachen und kann sagen, die nächste wäre dann, wo waren wir jetzt? Erstes OG rechts. Da ist kein Adressdatensatz angelegt. Klick nochmal in den Betreiber rein. Oder sag mal, okay, da müsste eigentlich zuerst eine Abfrage kommen, ob ein neuer Datensatz angelegt werden soll. Ui. Das ist nämlich jetzt genau die Meldung. Klick mal weg. Wenn du jetzt nochmal reinklickst. Dann starte mal neu. Er hat nämlich gar keinen Adressdatensatz angelegt. Das neue Betreiber. Petra Mieter. Das sollten wir uns aber gleich nochmal in Ruhe angucken. Mir fehlt nämlich. Nee, du musst sagen, neuer Datensatz, dass da die Adresse kommt. Mhm. Das sollten wir uns aber gleich nochmal in Ruhe angucken. Das sollte eigentlich nicht passieren. Gut, normalerweise würde hier die Adresse mit sofort kommen. Peter Mieter, Peter Mieter. Jetzt könnten wir hier mal bearbeiten drücken. Das ist ein bisschen zäh hier, fällt mir gerade so auf. Theresa Mieter, so, da kann man es besser auseinanderhalten. So, das wäre die eine Möglichkeit, dass ich hier direkt die Wohnungen mache. Die gebräuchlichere Lösung, muss man ganz klar sagen, wäre dann hier im Messen über F4 und jetzt fragt er direkt gleich neuen Betreiber anlegen. Jetzt wäre das direkt im Flow. Ansonsten müsste ich nämlich gleich hergehen und müsste beim Eingeben der Wohneinheiten, Entschuldigung, beim Eingeben der Heizung, diese Wohneinheiten dann in Heizung zusortieren. Hier in dem Fall, wenn ich es über Messung mache, sage ich neuen Betreiber anlegen. Ich schreibe EG oder nutze auch meine F2-Taste, eigentlich wurscht. Nehmen wir mal erstes Obergeschoss, Heizraum, hier gibt es jetzt gar nicht so viele. Könnte man sich natürlich wieder selber welche machen. Nochmal zur Erinnerung, F2, F2 und dann sage ich einführen und dann ist EG links. Das würde ich einmal reinschreiben, würde mir dann jederzeit zur Verfügung stehen. Ich sage okay und er schreibt es mir rein. Wer wohnt da? Ich wohne da. Raum, wo ist die Heizung? Aufstellraum. Im Erdgeschoss. Linke Wohnung. Wobei man das nicht unbedingt machen soll, braucht hier an der Stelle, weil er würde ja, dieses EG links wird er ja vorne an der Wohnungslage nehmen. Das reicht so völlig aus. Bescheinigung an wen? Hersteller der Heizungsanlage. Herstellertyp Leistung von bis. Das gewohnte Schauspiel. DU, Durchlaufwasserheizer, glaube ich, ne? DU müsste da rein, theoretisch. Ich guck mal kurz. Wo ist er? Umlaufwasserheizer, UW. Er macht zu. Setzt die Gebühren rein gleich und so weiter. Wenn ich jetzt in die Wohnungsverwaltung zurückgehe,
dann sehe ich sofort, hier erscheint auch der Ralf Manstedt. Ich nehme die nächste Heizung. EG rechts. Wer wohnt da? Marcel wohnt da. Auch da befindet das im Aufstellraum, im Erdgeschoss. Und der hat meinetwegen auch irgend so einen Weiland-Dings da drin stehen. Öffentliche Gasversorgung B11. Heizung mit Brauchwasser. Ohne Gebläse, nichts Besonderes, sonstiges auch nicht. Und UW, Umlaufwasserheizer. Und auch wieder schließen und dann alles fertig. Zack. Wenn wir jetzt den anderen Heizungen, die wir eben hier vorne angelegt, die anderen beiden Heizungen anlegen müssten, dann müssten wir jetzt Folgendes machen, F4 wie neu, und das meine ich, deswegen ist es etwas aufwendiger vielleicht. Jetzt nehme ich diese Theresa Mieter von vorne, jetzt muss ich diese Wohnung oder diese Wohneinheit aufrufen. Jetzt schreibt der mir die hier rein, er weiß, dass es im Erdgeschoss ist, auf jeden Fall. Und er ist vielleicht in der Küche, ersten Obergeschoss, auch da nehmen wir wieder ein Weiland. 4 bis 8, 16 kW meinetwegen. B11, 3, 1, 0, 0 und dann UW. Auch das schließen wir am Ende des Tages. Alles schick. Dann machen wir schnell noch den vierten rein. Das war der hier. Na, war der das? Ach, das gibt beides die Theresa Mieter. Na, das muss auf den Fehler von eben dahin laufen. Schreibt sie das mal aus, dass du dich darum kümmerst? Das muss irgendwas mit der neuen Version zu tun haben, weil das hat er die Woche noch getan. Also in der Sache zusammengefasst ist es am einfachsten, die Wohneinheiten hier hinten direkt gleich bei der Messung mit einzugeben. Das ist eigentlich bei den meisten Kunden so der Standard, wie man da vorgeht. Das ist der leichtere Weg. Das andere musste erst angelegt werden, dann fängt man nochmal wieder an, sortiert dann wieder die Wohneinheiten zu den Heizungen. Eigentlich ist der leichtere Weg, ich gebe das hier hinten drüber ein. Nur mal so zusammengefasst. Dann bräuchten wir 2 Schornsteine und Abgasleitungen. SGAJ meinetwegen. Abgasleitung im Schacht. Was weiß ich, 21 Meter. Könnte noch ein bisschen mehr eingeben. Und dann machen wir noch eine Abgasleitung. SGAJ.
und hätten auch das fertig. Jetzt müssten wir die Heizung da noch an die Schornsteine dran klöppeln. Gegebenenfalls Verbindungsstücke, falls gewollt, mit rein zwischensetzen. Aber weil die ja nichts weiter produzieren, ist es maximal für eine Bauabnahme vielleicht wichtig, dass die da sind. Aber das wäre dann auch nur diese Abgasleitung angelegt, daran geschoben und dann die Heizung gegen die Abgasleitung geschoben. Aber dadurch, dass wir uns heute um diese Wohnungsverwaltung mal bemühen wollen, wäre das eigentlich jetzt nicht weiter notwendig. So, wenn wir jetzt das Ganze so zusammengesetzt haben, erstmal bis dahin, wer hat da Fragen zu oder Anmerkungen zu? Machen wir das dazu. Die Nachbarschaft ist hier im Werk. Hat jeder verstanden? Gut, wie gesagt, Hausakte, Haus einfügen. Wo ist das Haus? Wem gehört das Haus? Während der Messung am leichtesten F4 wie neu. Erst die Wohneinheit anlegen, dann welchen Raum innerhalb der Wohneinheit, welche Heizung innerhalb des Raumes der Wohneinheit. So kann man das, glaube ich, am besten zusammenfassen. So. Wenn ich jetzt diese Liegenschaft weiter bearbeiten möchte, gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Einmal, ich würde dem für die zusammengelegte Arbeit eine Rechnung schreiben können. So in der Form, alles Mögliche sauber auseinandergebröselt oder der Form, dass wir das unspezifiziert haben. Wäre in meinem Fall einfach nur kehren, messen. Mess- und Abgaswegetätigkeiten 170,50 €. Das könnte man auch noch in 2 Positionen machen. Das liegt an der Rechnungseinstellung in meinem Fall vermutlich. Wenn hier unter Einstellungen dann bei unspezifiziert der Haken drin steht, alle Mess- und Abgaswegetätigkeiten zusammentun, Kehr- und Überprüfen Messtätigkeiten in eine Zeile zusammenfassen, dann kann man hier den Haken rausnehmen bei den zusammengelegten Häusern und dann könnte man den auch, wenn man da wenigstens 2 Dinge darstellen möchte, trennen. Ups, das hat er jetzt aber nicht gemacht. Warum nicht? Das ist mir jetzt unklar. Was macht er da? Ach, der hat das alles in eine Tour reingeworfen. Das ist das Problem. Der hat es in eine Tour reingeworfen und ich habe die unspezifischen Rechnungen anhand der Tour der Tätigkeit und nicht Art der Tätigkeit aufgelistet. Das ist das Problem. Jetzt macht er weiter. Man kann die Beträge einmal, das hatten wir jetzt hat er sogar die dritte, weil ich die eine Option freigelassen habe. Man kann, das hatten wir beim Rechnungsschreiben gemacht, und zwar kann ich einmal die Summen bilden anhand oder die Begrifflichkeiten bilden anhand der Touren. Hier ist nur eine Tour, dadurch kommt nur eine Summe. Oder an der Art der Tätigkeit. Art der Tätigkeit kann man immer sehr gut daran erkennen, welche Farben hier die Gebühren haben. Farben wäre in dem Fall hier diese Messgebühren und hier die, Entschuldigung, andersrum, hier die Überprüfungsgebühren bzw. Kehrgebühren und hier entsprechend die Messgebühren. Jetzt würde er gleich 2 Beträge nehmen. Das muss man mal so ein bisschen sehen, wie es einem besser gefällt, das ist reine Geschmackssache. Jetzt hat er 2 Beträge, Kehren, Überprüfung der Schornsteine, Mess- und Abgaswegetätigkeiten. Der eine sagt, es ist nach Touren berechnet, der andere macht es so. Das jeder kann man machen, wie man möchte. Aber entscheidender Punkt, worum es jetzt eigentlich so ein bisschen in der Wohnungsverwaltung geht, ist,
Ich habe jetzt hier 3 Formen der Rechnung. Standardabrechnung bedeutet immer, ich stelle das, was in Rechnung zu stellen ist, einem einzigen Menschen, in dem Fall der Lea Maria Mannstedt zur Verfügung, nicht zur Verfügung, in Rechnung. Wenn ich eine Sammelaufstellung mache, dann passiert Folgendes. Der Kehranteil wird immer im Haus selber bleiben, weil das Gemeinschaftseigentum ist. Der Messanteil wird dann in die einzelnen Wohnungen reingehen. Ich zeige das erstmal an einer anderen Stelle, wo man es auch schön sehen kann. Wenn man hier in die Wohnungsverwaltung reingeht, geht man hier auf Gebühren und dann sieht man, dass das EG rechts, der Herr Jansen, hier entsprechend diese 30,2 Arbeitswerte zu berechnen hat. Der Mannstedt kriegt auch 30,2, sind ja alles die gleichen. Ja, der Mieter kriegt 46,2. Das liegt einfach daran, dass das eine derselbe ist. Das ist dieser Fehler von da vorne. Den repariere ich jetzt, das geht mir auf den Keks. Entschuldigung. Da stimmt ja irgendwas nicht so. Der Marcel hat es gekriegt, ich habe es gekriegt. Welcher war jetzt, wer hat es nicht gekriegt? Links und rechts, da passt was nicht. OG links, OG rechts ist gut, EG rechts ist gut. Nee, das stimmt aber nicht. OG links ist die Wohneinheit 1, Theresa. Ah, ist beides die gleiche. Jetzt habe ich es. Ist beides die gleiche Wohneinheit. Wir nennen wir einmal die Wohneinheitenliste. Gehe ich auf den da. Okay. Und dann siehe da. Geht das jetzt auf die, das jetzt auf die. Und dann geben wir ihm da nochmal Werner Mittler rein. Ne, Werner, sondern heißt nicht Erna. Den nimmt er einfach nicht. Ja, da stimmt jetzt was mit den Adressen generell nicht. Nee, aber jetzt hat er es wenigstens aufgeteilt. Jetzt hat er wenigstens aufgeteilt. Jede Wohnung muss dann nämlich als Endergebnis, das ist immer Mist, wenn man gerade am Anfang so einen Fehler drin hat, jedes Wohnung muss als Endergebnis dann die ihm zugeteilten Messgebühren haben. So, wenn ich die habe, dann kann ich hier über die Sammelaufstellung, kommt Folgendes bei raus. Alle Wohneinheitsliegenschaften abrechnen. Auch hier nochmal den Knopf, ich glaube, den hatten wir bei der Rechnungsgeschichte schon mal, alle Wohneinheiten, in denen Arbeit durchgeführt ist. Vorsicht, da würde dann jetzt nichts kommen, weil ja keine Arbeit durchgeführt ist. Alle Wohneinheiten abrechnen, ist mir egal, ob die Arbeit durchgeführt ist, er rechnet jetzt den gesamten Jahresbetrag ab. Und jetzt müssten entsprechend die Gemeinschafts- und Grundgebühren kommen. Hier, das ist das Überprüfen der Schornsteine. Und dann kommt jetzt hier der Mieter oder die Wohnung, die Wohnung, die Wohnung, die Wohnung mit dem Mieternamen. Alles schön addiert unten, so dass der Vermieter weiß, wer was in Rechnung gestellt bekommt. Das ist die Geschichte hier mit der Sammelaufstellung. Wenn jetzt weiter umgeschlagen werden soll, sprich jeder Mieter bzw. Sondereigentümer, in die wir jetzt reinkommen werden, dann müsste man hergehen und müsste jetzt das weiter umstellen. Momentan ist noch, solange das hier auf Sammelaufstellung steht, bis zu dem Zeitpunkt ist mein Schuldner die Lea Maria Mannstedt. Die schuldet mir mein Geld, wenn ich der was in Rechnung stelle. Jetzt gehen wir weiter und sagen, jetzt brauchen wir wirklich die Wohnungsverwaltung endgültig. Und dann sagen wir, Eigentümer der Wohnung von der Theresa Mieter ist neue Adresse,
Tja, was weiß ich, Schneider, dem gehört die Wohnung. Nur die Wohnung. Wohnhaft in Köln als Eigentümer der Nutzungseinheit zu. Zack. Zwei Dinge passieren jetzt, wenn man das macht. Der Peter Schneider würde jetzt auch für diesen Teil erstes OG links einen Feuerstättenbescheid bekommen und wäre auch der Ansprechpartner für die rechtlichen Dinge jetzt in erster Linie. Den lassen wir mal außen vor, der hinkelt da gerade. Die Wohnung vom Ralf Mannstedt gehört ihm auch wirklich selber. Ja. Die gehört wirklich mir. Und der Herr Jansen, dem gehört die Wohnung auch selber. Gut, hat man eine andere Adresse genommen. Klar. Gut. Wichtig jetzt, ist eigentlich noch nicht wirklich viel passiert. Denen gehört das zwar, aber die Lea Mannstedt hat für das ganze Haus vielleicht die Verwaltung, wie auch immer, und es würde immer noch alles dorthin gehen. Wir haben immer noch hier in der Sammelaufstellung keine Veränderung. Geht ja immer noch alles dahin. Wenn ich jetzt einen Feuerstättenbescheid schreibe, kommen jetzt, machen wir es mal Großbild, mehrere Bescheide. Er weiß von sich aus, dass die Lea Maria Mannstedt ist quasi die vorgelegte Adresse. Alles, was nicht woanders hin sortiert ist, geht dorthin. Das erste OG links, da haben wir einen Sondereigentümer eingetragen, der kriegt den Adressweg und die BIM-Überprüfung und das gleiche bei den anderen drei. Bei der vierten Wohnung haben wir das nicht gemacht, da haben wir keine Eigentümeradresse eingegeben, ergo bleibt das bei der Lea Maria. Das heißt, solange ich nicht Dinge auf eine andere Wohnung hin übertrage, bleibt das immer erstmal im Hauptdatensatz hängen. Erst wenn ich sage, das geht woanders hin. Was ich jetzt machen kann, wenn ich mal etwas reparieren will, ich kann etwas nehmen und kann es irgendjemandem händisch zusortieren. Einfach Drag and Drop ineinander ziehen. Weil was passiert jetzt in der Praxis? Ich kriege jetzt 4 Feuerstättenbescheide raus. Ne? Wenn ich jetzt in die Vorschau reingehe, ich sollte schon mal ein Datum geben. Nehmen wir das heutige und nehmen wir, wenn wir Fristen haben, auch welche rein. Achso. Wenn Sie fortfahren, ja, interessiert mich jetzt halt nicht. Jetzt baut er die zusammen. Macht er jetzt. Na super. Jetzt den vergessen. Dort ist der Wurm.
Ich bin gleich wieder da. Läuft noch alles? Ja. Gut. So, jetzt habe ich 1, 2, 3, 4 Feuerstättenbescheibe. Einmal an Marcel Jansen in Hürth, einmal an mich, einmal an Georg Schneider und einmal an die Lea, die eben halt 4 Teile da vertritt sozusagen. Diese Feuerstättenbescheide, wenn dann das in diesem Viererschlag zu, ja, wie soll ich das ausdrücken, zu, unübersichtlich wird, kann man auch Folgendes machen. Man kann auch sagen, hier an der Stelle, wenn man hier ist, kann man sagen, hier Feuerstättenbescheid neu und würde jetzt Wohnung für Wohnung vorgehen. Hier wird er jetzt nur diesen einen Feuerstättenbescheid, hier sieht man es im Anhaken, nehmen und dann entsprechend darstellen. Er zeigt zwar alles, aber er würde nur den einen jetzt nehmen. So könnte man sie auch einzeln produzieren. Macht in der Praxis nachher relativ wenig Sinn, weil irgendwann hat man es verstanden, wie das System funktioniert, und dann geht es eigentlich so, wie ich es im ersten Moment gezeigt habe, am schnellsten. So, wie verfährt man jetzt rechnungstechnisch damit weiter? Wenn ich jetzt sage, ich möchte eine Abrechnung je Betreiber haben, sprich, ich möchte jetzt mehrere Rechnungen haben, dann macht er genauso, wie er eben die Verteilung gemacht hat, geht er jetzt weiter und stellt das an die einzelnen Wohnungen zur Verfügung. Es bleibt immer das Kehren und Feuerstättenschau beim Eigentümer, beziehungsweise bei der Eigentümergemeinschaft, die man, dieses Gemeinschaftskonto, was man da unten hat. Weil ich erlebe das immer wieder in der Praxis, dass Leute versuchen, das dann in Komplettheit, ja, wie soll ich sagen, dann den einzelnen Mietern oder beziehungsweise einzelnen Eigentümern in Rechnung zu stellen. Das ist äußerst schwierig, weil man ja gar nicht weiß, da muss man die Diskussion, wie viele Meter Schornstein benutzt der eine, wie viel der andere oder. Da gibt es eigentlich innerhalb der Wohnungsgemeinschaften die entsprechenden Umlageschlüssel, mit denen das gemacht werden muss. Weil spätestens an der Stelle, wo man dann nur durch eine Wohnung durch muss, die überhaupt gar keine Feuerstätte in der Art hat, während der Feuerstättenschau läuft es vor die Wand. Dann müsste man alle 3, 4 Jahre den Miet dieser einen Wohnung etwas berechnen, obwohl die vielleicht gar keine Heizung hat, so ungefähr. Also das ist jetzt etwas übertrieben, aber wäre ja möglich. So, wenn man jetzt weitergeht, dann haben wir jetzt 4 Wohnungen in Rechnung zu stellen, unter anderem hier diese OG rechts, diese 2 Messungen da, die eigentlich der Lea gehörten. Weil was hat er gemacht bei Abrechnung auf je Betreiber umstellen? Er ist hergegangen in der Wohnungsverwaltung und hat bei den Gebühren den Haken jetzt da drauf gesetzt, Entschuldigung, Rechnung erhält Betreiber. Rechnung erhält Betreiber. Wenn ich die Wohnung jetzt nehme, dann würde da auch der Betreiber die Rechnung bekommen, aber ich sage, der Hauseigentümer, sprich die Lea, würde das jetzt wieder bekommen. Das würde man auch sofort sehen, wenn man in den Rechnungsteil zurückflutscht oder auch nicht. Heute ist wirklich der Wurm drin. Was ist jetzt passiert? Ich glaube, ich muss einmal aktualisieren, hat sich aktualisiert. Normalerweise wären jetzt 3 nur noch da. Wohneinheit zahlt, Rechnung geht an, Hauseigentümer ist eindeutig. Gut, normalerweise wären es 3 da, weil den Teil bekommt der Hauseigentümer in Rechnung gestellt. Aber mit der Adresse scheint hier etwas ganz auseinander zu schmeißen. Ich schicke die einfach mal raus, sonst kann man das ganz schlecht jetzt zeigen.
Und dann wird es entsprechend aktualisiert und jetzt wäre das wieder bei der Lea. Und ja, wenn das nicht weg ist, dann gehört es immer wieder an diese Rechnungsadresse, wird es dann immer wieder gestellt. Gut, nehmen wir es mal so. Werde ich heute nachher nochmal überprüfen, woran es jetzt gelegen hat. Aber wir können ja mal eins aus Spaß jetzt ausprobieren, wenn wir schon dabei sind. Ah ja, da. Entfernen wir mal die Zuordnung. Der neue nennen wir, wenn wir den Datensatz jetzt auch wirklich klar identifizieren können. Jetzt sollte das eigentlich schick sein. Betreiber der Wohneinheit. Betreiber der Wohneinheit. Und jetzt ist es, ups, falscher Knopf, sollten da wieder 4 Rechnungen erscheinen. Jetzt scheint es zu laufen. Was auch immer da eben falsch gelaufen ist. Jetzt läuft es ganz normal. Gut, jetzt haben wir wieder die 4. Wenn ich jetzt noch zusätzlich dann entsprechend die Wohnungen oder die Gebühren einzelnen Wohnungen zusortieren möchte, dann komme ich auf diesen Punkt hier Verteilung. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Wichtig noch ist Folgendes. In dem Fall ist es einfach. Die FSN-Berechnung findet bei allen 4 Wohnungen statt. Es kann auch durchaus möglich sein, dass eine FSN-Berechnung zum Beispiel bei einer leeren Wohnung ist, weil der Schornstein da drüber verläuft sozusagen. Dann ist es wichtig, dass man die Wohneinheit anlegt und hier eine FSN-Berechnung reinmacht. Wenn eine FSN-Berechnung zu viel drin ist, hier den Haken rausnehmen. Ansonsten, wenn man das darüber nicht steuert, dann kommt es dazu, dass man das hier vorne händisch machen muss. Weiterhin 42 Meter Feuerstättenschau. Immer gern genommene Frage. Es ist ein Doppelzug. 1, 1. Hier sind die Gruppen mit gemeint. Jetzt geht er gleich runter auf 21 Meter. Da, 21 Meter. Die Gruppe der Schornsteine ist hier hinten drin, sodass man sie auch immer sofort sehen kann, dass man weiß, wenn der einem hier zu hoch ist, die Meterzahl, dass man die hier in Gruppen machen kann. Die Nummern sind egal. Wichtig ist nur, dass gleiche Nummern drinstehen und dann entsprechend würde er dann nur einmal diese 21 Meter berechnen. Ne? Auch in dem Fall FBD, der zusätzliche Feuerstättenbescheid. Der Neue hat keinen Feuerstättenbescheid bekommen, insofern hat er keine Gebühr. Diese Gebühren kann er direkt zusortieren. Diese Gebühren hier oben sind dem Haus zugehörig im Normalfall. Wie gesagt, lässt sich auch noch über die Wohnungsverwaltung, Verteilung entsprechend umverteilen. Wobei allerdings bei Feuerstättenschau, wie ich schon sagte, das nicht sehr nutzbringend ist, weil je nachdem, wie groß und unterschiedlich groß die Wohnungen sind, wird der das kleine Apartment hat, nicht ein Viertel der gesamten Gebühren mitbezahlen wollen. Das wird zu Theater führen. Weil meistens sind diese Umlagen eigentlich nach Quadratmetern zu nehmen. So sagt es das Mietrecht. Aber wie gesagt, da gibt es ja mal 2 Parteien. Der eine, der die Rechnung schreibt, der andere, der die Rechnung erhält. Wenn die alle die so haben wollen, dann sollen sie sie alle so kriegen. Das ist natürlich selbstredend möglich. So. Fehlt jetzt noch was bei den Betreibern, Marcel? Also bei den Betreiberrechnungen fehlt auf jeden Fall noch die Abrechnungsform. Da wird das Programm dich auffordern, das einmal einzutragen. Rechnung, Quittung oder Abbuchung. Genau. Wenn man jetzt hier die Rechnung schreiben würde, dann würde er als erstes erstmal ein A, ein R, ein A oder wie auch immer haben wollen. Das ist richtig.
Das bedeutet, ich müsste ihm dann hier sagen, wie er es abrechnen soll, oder ich glaube, bei der Wohnungsverwaltung steht das zwar drin, aber wird nicht reingetragen. Ja, da sollte es eigentlich direkt eingetragen werden. Jo. Einmal mit auf die Liste. Gut. Wie geht's euch so? Jemand eine Frage dazu? Wir kriegen so gar keine, ich sehe keine Fragen, oder bin ich blind? Nö. Aber hören könnt ihr uns. Ja. Gut. Alle erschlagen. Gut. Tja, mehr würde mir zu dem Thema jetzt, ich überlege gerade, aber eigentlich auch gar nicht so wirklich einfallen. Zu den Betreibern und wie man sie anlegt. Nö. Gut. Dann den Anwesenden doch 5 Feuerstückenscheide zu machen, oder? Ja, völlig richtig. Absolut korrekt. Und zwar, wenn, Achtung jetzt, der Neue hier, der hat keinen Eigentümer gehabt, weil der Datensatz ja für ihn rumflippte. Ich mache da nochmal einen rein. Die Wohnung gehört auch mir. Ich merke, bei diesen Schulungen werde ich immer reicher. Und jetzt kommen 5 Feuerstättenbescheide. Oder auch nicht. Wo sind sie? Da. 1, 2, 3, 4, 5. Völlig richtig. Der einzelnen Wohnung zu sortiert und das Gemeinschaftseigentum, Eigentum der Abgasanlage. Völlig korrekt. So ist richtig. Aber wie gesagt, das läuft immer über die Steuerung im Wohnungsteil, dass dort ein Eigentümer eingegeben wird. Bei dem neuen fehlte eben noch der Eigentümer. Dann wird das ja nicht machen, macht für ihn ja keinen Sinn. Solange wären die beiden Überprüfungen eben halt bei der Lea Maria geblieben. Nichts kommt mehr. Kann ich die Kundenabfrage? Ach, das was heute Morgen, was ich im E-Mail-Kasten hatte, da kann man erstmal so gar nicht so viel dran machen, aber ich habe das schon mal mir auf Seite gelegt. Melde ich mich noch wegen. Einnahmen komme ich nicht aus dem Feuerstellenbescheid, auch wenn die Mieter immer. Den Eigentümer komme ich nie aus dem Feuerstellenbescheid raus, auch wenn der Mieter immer alles zahlt. Wer soll denn den Feuerstellenbescheid bekommen? Der Mieter? Ah. Dann müsste
die Adresse hier dann auch da rein, weil das ist die Adresse, die den Feuerstättenbescheid bekommt. Wenn man das in Ausnahmefällen dann wirklich so machen möchte, das ist okay, dann würde ich den Eigentümer einfach ins Verwalterfeld da reindollen und würde dann da also hier muss der drin stehen, der den Feuerstättenbescheid gekriegt, ohne Wenn und Aber. Und wenn man dann den eigentlichen Eigentümer nicht hat, dann würde ich den in die Verwalteradresse reintun, damit man sie im Notfall hat, falls das mal vor die Wand läuft und nicht an die Behörde ran muss. Kann man die neu nummerieren, die Wohnung? Ja, normalerweise ist das so, dass ihm das eigentlich wurscht sein sollte. Genau, weil diese Nummern sind eigentlich Schall und Rauch. Intern hat er andere Nummern. Das sind nur die dargestellten Nummern. Ich kann da eigentlich reinschreiben, was ich möchte. Und dann sortiert er mir sie auch sofort danach. Also die kann man einfach überschreiben. Beim Bespielen wurde der Mieter in die Grundstücksadresse eingespielt. Kann ich den als Verwalter hinterlegen? Klar, aber eigentlich hier gehört der Mieter rein. So sollte es sein. Das ist genauso analog zur Hausakte. Hier ist der Mieter der Wohnung, hier ist der Eigentümer der Wohnung, hier ist der Verwalter der Wohnung. Hier ist der Mieter gegebenenfalls des Hauses, hier ist der Eigentümer und hier ist der Verwalter des Hauses. Ne? Kann man natürlich auch da hinterlegen, klar. Wäre machbar. Aber wenn der Adresssatz einmal da ist, das Einzige, wo es vor die Wand laufen würde, ist die Sache mit dem Feuerstättenbescheid. Wie gesagt, der Feuerstättenbescheid kann nur an diesem Adresssatz ausgefüllt werden. Ansonsten, ja, wenn der Mieter die Rechnung zahlt, ist es kein Problem. Also wenn das hier, die Theresa Mieter, jetzt die Rechnung bezahlen soll, so ist das kein Hexenwerk. Gehe ich einfach hier auf die Gebühren und sage, Rechnung geht an die Wohneinheit. Das bedeutet, mit der Wohneinheit sind diese 3 Adressen hier gemeint. Damit wird es umgeswitcht von den Adressen hier oben auf die Adressen. Und dann von den 3 Adressen ist es dann die Betreiberadresse. Und dann würde das jetzt diese Rechnung an die, hier in meinem Fall, ne, auf die Wohneinheit umgeswitcht und auf den Betreiber. Das heißt, auf die Adresse Theresa Mieter. Sieht man noch im Rechnungsteil theoretisch. Da links, das ist hier Theresa Mieter, ist das hier. Dann würde die das entsprechend bekommen. Da kann man alle 3 Adresssätze wieder als Rechnungsadresse verwenden. Theresa Mieter, da ist sie, ne? Das ist ja häufiger so, dass Mieter Rechnung zahlen. Das ist ja kein großes Ding. Das wäre hier und dann entsprechend da umzustellen.